Also ich fühle mich hier, als wärst du wirklich der weise Mensch, der schon alles für sich rausgefunden hat. Und ich bin gerade auf dem Weg dahin. Nee, aber es ist wirklich so. Also bei mir gibt es das noch. Bei mir gibt es noch dieses, man vergleicht sich schon noch ein bisschen hier und da, deswegen hasse ich auch Social Media, sorry. Aber es gehört irgendwie zum Geschäft dazu und man guckt sich das eine oder andere einfach mal an. Aber trotzdem, ja, also ich habe die Frage komplett vergessen einfach. Egal, es geht ja nicht, also ich weiß nicht mehr, was der Punkt war. Bist du eifersüchtig auf den Erfolg von anderen? Ach so. Wenn du so weit schon bist als Künstlerin, dass du für dich sagst, nö, da wo wir sind, das ist richtig und wir gehen unseren eigenen Weg. Auch das entwickelt sich irgendwo, finde ich. Gerade von Album zu Album merke ich das auf jeden Fall. Das vorherige Album von uns war schon irgendwie selbstbewusster. Und jetzt auch, wenn man merkt, okay, wir haben alles gegeben. Wir finden das geil, was wir machen. Und da kommt irgendein Negativkommentar, ist mir das wurscht. Wenn ein Kommentar kommt, wo ich selber denke, oder vorher schon gedacht habe, weiß ich nicht, ob das so geil ist, dann tut's weh, finde ich. Ich habe ein paar Sachen wirklich radikal gemacht und durchgezogen. Ich habe vor vielen Jahren aufgehört, Reviews zu lesen. Gut. Komplett. Ich finde Konzertreviews, Plattenreviews finde ich völlig sinnlos. Wenn es irgendjemand hilft, um die Platte zu kaufen, okay. Aber wir haben teilweise auch unserem Label gesagt, bemustert doch die alle nicht. Wozu denn? Weil ich nicht der Meinung bin, dass man eine Platte mehr verkauft durch Reviews. Sorry an alle Labels draußen. Und ich einfach denke, wenn ich das lese und vielleicht in einem schwachen Moment lese, dass ein Kritiker, den ich nicht kenne, seine persönliche Meinung, vielleicht ist er angepisst, weil, keine Ahnung, seine Frau mal in mich verliebt war oder so und ein Poster von mir an der Wand hatte und dann gepisst ist und irgendwas schreibt. Und dann hat er irgendwas geschrieben über einen bestimmten Song und ich befinde mich irgendwann in einer Songwriting-Situation und denke darüber nach. Dann verändert das in dem Moment ja die Freiheit meiner Kreativität. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den ich wirklich gegangen bin, auch durch so ein paar krasse Stalker-Sachen letztes Jahr, dass ich komplett Social Media von mir fernhalte. Ich folge niemandem und ich poste auch nichts selber. Es gibt ein Administratorenteam, wie es eben bei so Labels auch ist, die haben ja Büros überall auf der Welt, die arbeiten zu verschiedenen Tageszeiten. Es gibt eine E-Mail-Adresse, da schicke ich die Sachen hin. Ich habe Instagram, quasi, wo ich mich anmelden kann, wo ich aber nichts sehe, einfach nur, damit ich Filter benutzen kann. Das heißt, ich kann selber Stories vorbereiten und schicke die an eine E-Mail-Adresse und es wird gepostet und ich bin einfach frei davon. Ich muss mir das nicht mehr reinziehen. Ich bin inzwischen wieder wie so 1990, draußen spielen gehen, Fahrrad fahren, das ist meine Realität. Geil. Nur, dass ich nicht draußen spiele und Staudamm baue und Fahrrad fahre. Aber ich habe mich da wirklich draus zurückgezogen, weil ich es hasse. Und es tut gut. Es tut gut. Ich vermisse es manchmal, die schöne Interaktion mit den Leuten, aber die erzeugen wir dann ganz bewusst, indem ich einen Twitch-Stream mache zum Beispiel, wo ich Fragen beantworte. Das heißt, dann kann ich mir diese Realität auch wiederholen, ganz bewusst, weil ich sage, jetzt möchte ich mit euch interagieren. Aber ich musste mich wirklich einfach davon entfernen, weil ich es so toxisch finde und ich möchte auch, selbst von positiver Kritik in kreativen Momenten nicht beeinflusst sein, weil ich das Gefühl habe, oh, das fanden die alle so geil, jetzt mache ich nochmal sowas. Ja, das möchte ich voll. nicht. Du kannst dich da auch nicht freimachen, dass es gar nicht irgendwie an dich ranlässt oder so. Ja. Also von daher, ich denke schon, dass dich alles beeinflusst, was du liest, was du tust. Aber trotzdem glaube ich, auch da, je länger du dabei bist, desto weniger greift es dich wirklich an. Ja, man kann sowas auch mal probieren, kann sowas ja auch mal für 4 Wochen machen. Also ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit. Ja. Das kann ja auch schon helfen. Ja. Also ich finde das auch total bewundernswert, dass du da einen Weg für dich da gefunden hast. Und es klingt nach einem Traumleben, muss ich sagen. Das klingt jetzt so doof und ich hasse solche Gespräche manchmal, weil ich sitze neben dir und ich fühl mich jetzt nicht wie ein alter Mann und denke, ich rede mit einer, keine Ahnung, Schülerin. Aber 15 Jahre machen total viel aus. Als ich 30 war, habe ich viele Sachen so anders gefühlt und es ist so unfassbar viel passiert in der Zeit. Deshalb, also ich kann das total, also den Struggle, den du hast mit einigen Sachen und ihr macht das jetzt ja auch schon lange, kann ich total verstehen. Lord of Lost gibt es jetzt seit 16, 17 Jahren, ich habe da vorher aber auch schon 100 Bands gehabt. Das heißt, ich mache das ja seit ich 17, 18 bin. Ja. Und natürlich passiert da total viel. Also der Unterschied, das wirst du ja schon merken, der Unterschied zwischen 20 und 30, was der mit dir gemacht hat. Ja. Und das macht nochmal ganz, ganz viel. Und auch meine Sichtweise, ich bin Papa, ich habe einen Sohn, der ist 14. Und was da dann auch an Prioritäten kommt, wo du bei ganz vielen anderen Sachen denkst,
fickt euch doch, ist doch mir scheißegal. Ich habe was viel Wichtigeres, um was ich mich kümmern muss. Ja. So. Das macht natürlich auch nochmal ganz viel aus. Und auch mit mir als Mensch. Was soll ich denn dazu noch sagen, liebe Leute? Er hat einfach alles ausgecheckt. Ihr habt das Social Media Game durchgespielt. Jetzt kommt, ich mache jetzt demnächst Tinder. Das habe ich noch nicht probiert. Das ist jetzt mein nächstes Ding. Sag das doch nicht, du hast doch schon 10 Fake-Profile. Es gibt tatsächlich diverse, die Geschichte muss ich euch noch kurz erzählen. Ich war in irgendeiner Stadt und hat sich irgendeine Bekannte gemeldet, meinte, ey, hast du Bock irgendwie jemand von einer Band von vor 1000 Jahren, hast du Bock einen Kaffee zu trinken? Ich so, nee, ich habe leider keine Zeit. Eine Stunde später meldet sie sich wieder, sagt, du hast keine Zeit, du hast gerade ein Tinder-Match mit meiner Mitbewohnerin. Ich so, ich habe gar kein Tinder. So Leute, passt auf, ja, ihr da draußen, gerade wenn ihr so einen Job habt wie Jenny und ich, eventuell habt ihr Tinder-Profile, von denen ihr gar nichts wisst. Vielleicht habt ihr Dates, von denen ihr nichts wisst. Vielleicht habt ihr schon, keine Ahnung, eine glückliche Zukunft vor euch, von denen ihr noch gar nichts wisst, weil ihr habt gar kein Tinder. Ja. Ich glaube, ich werde Tinder tatsächlich nie haben. Ich finde es ganz grauenvoll. Aber ich finde es spannend, Profile zu haben, auf die ich keinen Zugriff habe. Wer weiß, was ich verpasse. Ja.